Wieder ein Indiz mehr dafür zu trusten, dass wir doch Gloriana erhalten werden. Also doch das erste GTA mit mehreren Bundesstaaten? Chat, das ist ein sehr, sehr heißer Leak. GTA 6 Informationen zur kürzlich hinzugefügten Sprach- und Standortaufnahmen, neues Leak. Einige Infos zu GTA 6 bezüglich zusätzlicher Sprach- und Standortaufnahmen. Diese Information stammt von einer Person aus dem Umfeld von SAG Aftra, niemand aus der Rockstar Games Familie. An alle, die nicht wissen, was SAG oder SAG Aftra ist, es ist quasi eine Genossenschaft für Schauspieler, Darsteller und so weiter und so fort, also in diese Richtung, ja. In den letzten Sprachaufnahmen wurden mindestens 35.000 zusätzliche Zeilen NPC-Dialoge aufgenommen. Über 300 Synchronsprecher waren daran beteiligt. Die Dialoge stehen in keinem Zusammenhang mit der Haupthandlung, die bereits größtenteils zuvor aufgenommen wurde. Die konzentrieren sich auf die Reaktionen von NPCs, Interaktionen mit der Umgebung, Begegnungen, Missionen von Typ Fremd und Freaks und Zufälleereignisse in der Spielwelt. Es geht gar nicht um die Hauptmissionen, es geht hauptsächlich um die NPCs, wie die sich in der Umgebung verhalten, ja, sei es ein Sumpfgebiet, da werden die NPCs anders reagieren als wie in der Großstadt bei City. Wie reagieren die dich, wenn du vor denen stehst? Wenn du fett bist, wie reden die mit dir, wenn du durchtrainiert bist? Missionstyp, ja, wenn du irgendwelche zufälligen Freaks begegnest. Und Spielereignisse, ja, diese Zufallsereignisse, auf sowas haben die sich konzentriert, nicht die Hauptmissionen. Der Großteil der Kerndialoge der NPCs wurden vor Juli 24 aufgenommen. Nach der Verzögerung wurde zuvor gestrichene Elemente überarbeitet und erweitert, insbesondere die Dialoge zur Interaktion mit den NPCs. Das hat Tease2 sage ich schon, Digga. Doch, Tease2 heißt er, ne? Der Leaker. Der Insider. Tease2 hat es auch schon gesagt. 2024 haben die auch sehr viel überarbeitet, weil die eine KI optimiert haben, was NPCs angeht. Da haben die auch sehr viel gelöscht gehabt im Jahr 2024. Anscheinend haben die nach 24 noch immer wieder was hinzugefügt. Die zusätzlichen Aufnahmesitzungen begannen etwa Anfang Dezember und wurden vor einigen Wochen abgeschlossen. Das ist auch ein Indiz dafür, dass GTA 6 jetzt in der finalen Phase ist und quasi schon fertig ist und deswegen Spieletester. Versteht ihr? Vor einigen Wochen... Krieg doch diese Vodafone, Alter. Digga, ich schwöre, ich habe gerade geredet wie Löwe, habe ich gelöft. Wo waren wir stehen geblieben? Bro, ich war schon fertig. Ich habe schon, hier, schau. Ich habe schon angefangen, die Quellen zu durchforsten, Digga. Ja, okay, gut, Alter. Die zusätzliche Aufnahmesitzungen begannen etwa Anfang Dezember und wurden vor einigen Wochen abgeschlossen. Das ist auch ein Indiz dafür, Chat, dass GTA 6 vielleicht wirklich fertig ist. Die langsam Spieletester brauchen, die das Ganze abchecken. Und wie gesagt, die Aufnahme sollten fertig sein. Der genaue Dialog ist nicht sichtbar, aber die Beschriftungen der Aufnahmesitzungen liefern Kontext. Hier sind einige der Beschriftungen, es gab noch viel mehr. Er hat sich einige gemerkt. Reaktion von NPCs in dem Bereich auf Dialoge beim Verlass des Raumes. Es gibt mehrere Dialoge, die NPCs, wie die auf dich reagieren, wenn du den Raum verlässt. Was sowas sagen wie Servus, wir sehen uns beim nächsten Schnitzle. Oder sowas wie hau ab, Alter, du Keck, endlich gehst du. Weißt du, was ich meine? Also verschiedene Dialoge. Reaktion von NPCs im Außenbereich auf Dialoge beim Betreten des Raumes. Also wenn du den Raum betrittst, wie die NPCs dann reagieren, also genau das Gegenteil, ja. Zusätzliche Interaktionen. NPC-Szenario 1 bis 5, Ja 2. Also 5 verschiedene Szenarien, wie der NPC auf dich reagieren kann mit Ja. Einer sagt so, ja. Der andere sagt so, ja. Der andere so, ja. Weißt du, was ich meine? Je nach Situation wird er das Ja anders sagen. NPC-Szenario 1 bis 5, Nein-Zweig, also genau dasselbe mit Nein. Tageszyklus der NPCs vormittags, Tageszyklus der NPCs nachmittags. Finde ich richtig, richtig geil. Vormittag, Nachmittag. Früher war das ja nur morgens, mittags, abends. Jetzt gibt es sogar einen Vormittag und Nachmittag. Also wird es viel mehr Stufungen geben vom Tag. Und ich glaube, der Tag wird viel länger dauern, als wir es bis jetzt kennen. Ja, ich glaube, GTA 5 hat 1 Stunde 2 Minuten gedauert. Ich würde nicht übertreiben, wenn ich sage, GTA 6 wird wahrscheinlich 1 Stunde 5 Minuten oder so dauern. Weil ihr müsst bedenken, Vice City steht für Party. Und mit der neuen Grafik, mit der neuen KI
wäre es einfach viel zu schade, wenn die Nacht zu kurz wäre, weil man könnte einfach viel zu viel erleben. Versteht ihr, was ich meine? Außerdem wären die Übergänge der NPCs viel flüssiger. Die könnten zur Arbeit fahren, die könnten von Arbeit kommen, aber wenn der Tag zu schnell geht, dann klappt es nicht ganz, versteht ihr? Weil dann warten die auf den Bus, fahren auf Arbeit und müssen wieder zurück. Und wenn es länger gestreckt wird, können die den Tageszyklus besser erleben oder besser beleben. Vor allem muss man bedenken, die Patente haben wir auch durchgelesen. Auf dem Kanal Übergaming könnt ihr das gerne angucken. Da habe ich auch über den Tageszyklus geredet, dass es bei den Patenten stand, dass die NPCs einen normalen Alltag nachgehen werden. Die gehen arbeiten, die machen dies, die machen das, weißt du? So, positive Reaktionen der NPCs in Social Media und negative Reaktionen in Social Media. Das bedeutet, wir werden Hate-Kommentare und positive Kommentare erhalten. Jetzt ist die Frage, was entscheidet? Welche Richtung, also wie wird es entschieden, in welche Richtung man geht? Also wie bekommen wir negative Kommentare, was müssen wir da machen? Und wie bekommen wir positive Kommentare? Heißt es, wir können Stars in-game werden oder was ist da los? Man kann sich also Vorstellungen davon machen, wie sich NPCs in verschiedenen Kontexten verhalten. Zur Klarstellung, woher diese Information stammt. Die stammt nicht von jemandem, der bei Rockstar Games arbeitet oder Synchronsprecher ist. Die Informationen kamen im Rahmen einer Überprüfung der Sprachaufnahmen durch SAG-AFTRA ans Licht. Heißt, SAG-AFTRA hat einfach ihre Arbeit gemacht. Die haben nicht irgendwie einen Unterschied gemacht, so, das ist Rockstar Games, da müsst ihr ein bisschen geheimer das Ganze halten. Nein, der Job wurde verrichtet, fertig. Was ans Licht kam, kam ans Licht. War jetzt nicht, um Rockstar Games zu schaden, sondern ist einfach normgerecht bei denen, ja. In den ersten 6 Wochen, beginnend am 2. Dezember, arbeiten die Schauspieler 4-stündige Sessions. In den ersten 6 Wochen also die 6 Wochen haben die am 2. September 4-stündig am Stück gearbeitet. SAG-AFTRA orderte später aufgrund von Stimmbelastungsvorschriften eine vorübergehende Verkürzung der Sessions auf 2 Stunden an, bevor aktualisierte Unterlagen eingereicht wurden und die Sessions wieder 4 Stunden dauerten. Also SAG-AFTRA war dahinter und hat gesagt, ey, Stimmen müssen ein bisschen mehr Pause haben. Da wurde es verkürzt auf 2 Stunden Arbeiten am Tag. Und dann am Ende wieder 4 Stunden, versteht ihr? Unabhängig von den Sprachaufnahmen wurden auch Umgebungs- und Publikumsgeräuschaufnahmen in SAG-AFTRA-Verzeichniserklärungen für Außenaufnahmen aufgeführt. Sehr interessant, denn für Aufnahmen von Menschenmengen ist nämlich eine solche Verzichtserklärung erforderlich. Menschenmengen. Stadion, Menschenmenge. Live-Events, Konzerte oder ähnliches, irgendwelche Shows, Menschenmenge. Irgendwelche Partys, Menschenmenge und vielleicht am Strand Spring Break, was auch zu Miami gehört. Menschenmenge. Interessant. Die Verzichtserklärung wurde im August eingereicht. Die Aufnahmen fanden im Oktober und November an verschiedenen Orten in Florida und Georgia statt. So, bevor wir weitermachen. Florida, Leonida, ja. Und Georgia ist Gloriana. Was macht Gloriana da? Könnte es wirklich was zu Gloriana geben? War das vielleicht doch nicht weit hergeholt? Oder was machen die in Gloriana? Versteht ihr, was ich meine, Chat? Wieder ein Indiz mehr dafür zu trusten, dass wir doch Gloriana erhalten werden. Also doch das erste GTA mit mehreren Bundesstaaten? Also das sind die Orte: Mocassine Creek of Road Park, Lanikai Island Resort, Suwannee River Randos Resort, Mikoke Casino und Resort, Seminole Hard Rock Hotel und Casino Tampa. Also Casino, Casino, Casino. Bedeutet, Casinos sind safe, also an die Spielsüchtigen. Ihr könnt eure Triebe nicht nur mit realem Geld ausüben, sondern auch mit Spielgeld, was auch mit realem Geld umgetauscht werden muss. Weitere Referenzen umfasst die Postleitzahl von Georgia, 31503, davon gibt es vielleicht eine Handvoll. Schon wieder Georgia, also in-game Gloriana. Die Orte suchen wir gleich. Da war ich auch dahinter, da wollte ich, schau mal, siehst du, ich habe schon angefangen. Aber machen wir gleich. Diese Aufnahmen wurden im Rahmen von SAG-AFTRA Ausnahmegenehmigungseinträgen eingereicht, die für bestimmte Arten von ortsbezogener Audioaufnahmen Standard sind. Das ist echt spannend, mehr weiß ich nicht. Ich kann leider keine weiteren Fragen beantworten. Okay, sehr interessant. Wie gesagt, im Großen und Ganzen ein Mega-Indiz dafür, dass sie jetzt die Aufnahmen wirklich beendet haben.
Und ich würde mal sagen, wir schauen uns mal die Orte an. Also das ist der erste Ort, Moccasin Creek of Road Park. So schaut das Ganze aus. Also da wurden Kulissen und Geräusche aufgezeichnet, Chat. Oh, warte mal. Das ist doch das, was wir im Trailer 1 gesehen haben, Chat, oder? Mit Monster Truck im Hintergrund, kann es sein? Also sieht auf jeden Fall so aus. Der Park wird wahrscheinlich in-game... Ich freue mich so drauf, ne? Das sieht so geil aus. In-game wird es vertreten sein. Boah. Wenn ich mir das in GTA 6 Grafik vorstelle, ne? Das ist es, ne? So, nächster Ort. Laney Kai Island Resort. Oh, eine Insel. Da bin ich mal gespannt. Das ist die Insel, wo ich mir denke, dass es die ist. Das müsste doch... Da wurde es aufgezeichnet. Digga, das sieht so... Das sieht einfach nach so einem Ort aus, wo Jason und Lucia einfach mal auf eine Insel fliehen, um einfach mal hier zu chillen. Weißt du, was ich meine? Boah, Digga. Also ich hab Bock, Chat. Sieht geil aus, wirklich. So, was haben wir noch? Souvenir River Resort. Boah, das soll es auch geben. Digga, das ist ja geil. Boah, Digga. Chat Campingplatz. Ort Gellhorn war das, glaube ich. So, jetzt ist die Frage. Ist es jetzt bei den Leaks dieser Ort? Digga, das ist nicht dieser Ort, oder? Doch, das ist schon der Ort, ne? Doch, das ist schon der Ort. Ja, doch, das ist 100% der Ort, weil schaut mal, das Dach, die 2 Liegen und der Schirm. Plus diese Musterung. Das Dach, der Schirm, 2 Stühle und die Musterung. Also das ist schon der Ort. Ganz kurz gedacht, dass es vielleicht dieser Ort sein kann. Weißt du, wegen den Wohnwegen im Hintergrund. Aber geil, da haben die auf jeden Fall Aufnahmen getätigt. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich Wohnwagen fahren können. Zumindest wird es diesen Platz sehr wahrscheinlich geben, wenn die Aufnahmen stimmen. So, was haben die noch aufgezeichnet? Casino Resort. Dieser Ort erinnert übelst an GTA 5 Casino, oder Chat? Okay, Casino Resort. So sieht es innen aus. Oh, GTA San Andreas Vibes. Also das war jetzt nicht von mir so ein Monte spielsüchtig, sondern es war so ein geil, Grafik, weißt du, so einer. Nur damit ihr meine Stöhner unterscheiden könnt. Die Sonne lacht, das ist es. Oh, da wurden Aufnahmen getätigt. Chat, yo! Alle mal fettes GG, yo! Eins der besten Gebäude, die ich mir wünsche, Alter. Geil, Alter! Das ist es doch! Wie geil würde es bitte in GTA 6 aussehen, wenn es... Digga! Wie geil ist das denn doch? Machen wir deutsche Flagge dahinter! Der deutsche Flagge muss da geschimmert sein, doch! Und dann Casino Tampa. Gitarrenhaus wird safe geben, Bro. 100%, das ist ein Markenzeichen. Ah, das gehört da auch dazu. Ey, das ist ein Casino da drin, wusste ich gar nicht. Schau mal, wie das ausschaut, Digga. Tschüss. Also Casinos werden schon stark am Start sein, ja. Postleitzahl ist auch interessant. Georgia 31503. Was ist das für eine Gegend? Können wir mal angucken. Also dieser Ort wurde auseinandergenommen. Also eher so eine ruhige Gegend. Wisst ihr, was ich mir darunter vorstelle, Chat, warum die ruhige Gegend gewählt haben bei Georgia, Gloriana? Und es ist ja relativ an der Grenze an Florida, oder? Warte, ich will das an der Map sehen. Ja, Mann. Oh, ich kann mir das sowas von gut erklären, Chat. Warum die genau dieses Gebiet ausgesucht haben. Wollt ihr wissen, eins in den Chat? Warum droppen wir den Shit? Ich sag euch ehrlich, ich glaube, dadurch, dass sie sich keinen Zwang antun müssen, dass sie sich beeilen müssen, gleich direkt Gloriana rauszuballern, sondern ein paar DLCs abwarten, werden die erst an der Grenze ankratzen an Gloriana, sodass wir schon mal einen Vorgeschmack bekommen, was uns erwartet, und dann mit den Updates geht es tiefer nach Gloriana. Checkt ihr? Das ist crazy. Also wirklich Top-Neuigkeiten. Da hat der AD das mit einer KI ausgerechnet. Zeitraum Anfang Dezember bis Mitte März, circa 15 Wochen. Gesamtzahl Zeilen 35.000 Zeilen wurde ungefähr gesprochen. Anzahl Sprecher 300. Belastung pro Sprecher. Zuerst schauen wir uns an, wie viel jeder Sprecher im Schnitt zu tun hatte. 117 Zeilen pro Sprecher. 50 bis 75 Zeilen pro Stunde. Und das passt sogar, ne? 35 zusätzliche Zeilen, NPCs, Dialoge. Okay, warte mal. Aber es wurden ja 35.000 zusätzliche aufgezeichnet, ne? Steht da. Zusätzliche 35.000. Das heißt, es gab davor schon, keine Ahnung, 70.000 oder so. Krass, Alter. Jeder NPC hatte 80 Seiten langen Skript, Digga, bei Red Dead Redemption 2. Also das war nur ein Bruchteil von dem. Schau mal, da wird's gezeigt. Geil, interessant. Das ist interessant, oder? 80. Hello, Abigail. Oh, hi, Abigail. Schau mal, Abigail grüßt er mehrmals. Hello, Abigail. Oh, hi, Abigail. Always the same crap, Abigail. Abigail.
I've had it, Abigail. So funktioniert das, Chat. Abigail? Oh, hey, Abigail. Okay, Abigail? Oh, hey, Abigail. Abigail? Hi, Bro, dieser obdachlose Straßenpenner, der Onkel, ja, hatte alleine schon 449 Dialoge. Abigail. Abigail? No, I'm not playing this game. I don't know, these youngsters. Hello? Is that better? I said hello, didn't I? Hello? Is that better? I ain't in the mood for repetition. Denkst du, im Online bekommt man eine eigene Voice oder bleibt es dabei? Boah, wie online ohne... Boah, freaky, Alter. Hör auf, Pandora-Büchse zu öffnen, ja? Mit der KI heutzutage wäre es auf jeden Fall möglich, freaky. Mit NPCs in echt reden. Würdet ihr euch das wünschen, Chat? Ich würde das voll anstrengend finden. Trust. Trust.